Herzlich willkommen zu unserem Video-Interview zum Thema sicher und effizient digitale Akten mit Develop vor M365 bei der CG Elementum. Wir sitzen hier in Berlin und ich möchte Ihnen gerne zunächst meine beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen. Zum einen Frau Jessica Seeger, Leiterin des Marketings und Prokuristin bei der CG Elementum, verantwortlich für alle Offline- und Online-Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen. Und außerdem Frau Viktoria Regel, IT-Projektleiterin bei der CG Elementum und verantwortlich für die Aufnahme sämtlicher Anforderungen und Testdokumentationen im Rahmen des Projektes Digital Workplace. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Mein Name ist Christian Posny, ich bin IT-Leiter bei der Amexus Informationstechnologie, das Pendant zu Frau Regel auf der IT-Leitungsebene und begleite fachlich und methodisch das Projekt Digital Workplace. Frau Seeger, das Projekt Digital Workplace und digitale Akten, bevor wir einsteigen, können Sie uns kurz etwas über die CG Elementum sagen? Ja, mache ich gern. Also die CG Elementum ist gegründet worden letztes Jahr im April, Mai 2020. Wir sind ein Immobilienprojektentwickler, aber mit weitreichender Erfahrung. Unser CEO Christoph Gröner hat auch zuvor schon in verschiedenen Firmen ist dieser Tätigkeit nachgegangen. Wir sind an 8 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Wir haben über 60 Projekte mit einem GDV von rund 5 Milliarden Euro und haben ein weit verzweigtes Mitarbeiternetz mit mittlerweile 650 Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, Gründungsdatum war letztes Jahr im Juni 2020. Das heißt, das war auch der Zeitpunkt, wo wir mit einem gemeinsamen Workshop gestartet sind, um einfach einmal mit der Roadmap und den Meilensteinen zu beginnen für das, was Sie im IT-Bereich, im Modern Workplace für sich benötigt haben. Das ist jetzt ungefähr 15 Monate her. Zeit, einmal einen Rückblick zu wagen. Welche Ausgangssituation aus IT-Sicht hatten Sie damals vorgefunden, Frau Regel? Wir haben unsere Dateien auf dem File-Server vorgehalten, in einer sehr ausgeprägten Ordnerstruktur, die sehr tief war. Dateien waren schwer zu finden, die Ablagen waren nicht einheitlich und wir hatten keine Kollaborationstools eingesetzt und sehr, sehr viele verschiedene Datenräume bei verschiedenen Softwareanbietern benutzt. Das war noch nicht so optimal. Das war der Ausgangszustand. Und daraus hatten Sie dann Projektanforderungen schon abgeleitet zum damaligen Zeitpunkt. Können Sie uns dazu ein paar Informationen geben? Gerne. Wir haben intuitive Bedienbarkeiten uns gewünscht, dass die Dateien schneller gefunden werden, auch ohne jemanden direkt abzuholen thematisch, dass wir gemeinsam an den Dateien alle arbeiten können unternehmensweit und dass wir die Datenhaltung zentralisieren. Wurde daraus auch schon eine Vision für die mögliche zukünftige Lösung entwickelt? Wir haben durch ein Beispiel von Amexus im Prinzip schon so geahnt, dass das auf Basis von M365 sehr gut abzubilden wäre und vor allem mit Expand die Daten auch sehr strukturell abgebildet, gut visualisiert werden können. Genau, wir hatten, glaube ich, zum Anfang des Projektes erstmal mit einem Workshop gestartet und in diesem Workshop einen gemeinsamen Minimal Viable Product erstellt, der dann eben, anders als bei einem Prototypen, auch immer ständig weiterentwickelt wurde und nach der Konzeptphase ja iterativ. In der iterativen Vorgehensweise haben wir von Anfang an die Themen mit Ihnen ja priorisiert und einer unserer ersten Meilensteine war die Erstellung eines neuen Intranets. Vielleicht können Sie, Frau Seeger, aus Ihrer Sicht der Unternehmenskommunikation einmal sagen, welche Themen dort besonders wichtig waren. Ja, wir sind ja, wie gesagt, eine Neugründung, aber viele von uns haben ja schon in der Vorgängerfirma gearbeitet und wir hatten gerade ein neues Intranet eingeführt und das haben wir dann da gelassen und so standen wir also wieder ohne da und für uns war eben ganz wichtig, dass wir von Anfang an eine Plattform haben, wo wir eben uns austauschen können, wo wir kommunizieren können, wo wir Informationen zentral bereitstellen können. Und deswegen waren wir ganz glücklich, als wir in dem Workshop zusammensaßen und Sie uns ja auch gleich mal gezeigt haben, was man da so relativ schnell zusammenbauen kann und haben dann gesagt, okay, dann gehen wir mal damit los und gucken, dass wir das in möglichst kurzer Zeit so hinkriegen, dass wir dann nach und nach darauf aufbauen können.
Ich glaube, kurze Zeit ist ein gutes Stichwort, weil wir natürlich immer unter dem gemeinsamen Aspekt der Geschwindigkeit gestanden hatten. Aus dem Grund, Frau Regel, hatten wir uns ja auch für ein iteratives, sehr eng getaktetes Vorgehensmodell entschieden, um die ersten Meilensteine dann direkt auch anzugehen. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Vorgehensmodell gemacht? Wir hatten eigentlich die besten Erfahrungen mit der Zeit gemacht. Es war erst ungewohnt, aber durch diese enge Zusammenarbeit waren die Entwicklungszyklen von den Software sehr, sehr klein gehalten. Wir konnten die Anforderungen von den Fachabteilungen schnell umsetzen, denen auch zeigen, wie das ausschaut, und demnach könnten auch Anpassungen viel schneller vorgenommen werden. Die neuen Anforderungen fließen viel schneller und konnten viel schneller umgesetzt werden. Wir haben auch gemeinsames Know-how in dem Moment aufgebaut, dadurch, dass wir so eng miteinander kommuniziert haben und auch Prozesse und Standardwerkzeuge ausgearbeitet, die wir jetzt heute bei Erstellung von neuen Akten direkt einsetzen können. Jetzt war das Intranet ja eins unserer ersten Themen. Nach 3 Monaten sind wir damit an den Start gegangen mit der ersten Version. Wenn man heute so zurückblickt, Frau Seeger, wurden Ihre Zielerwartungen da erfüllt? Also wir sind ja noch nicht am Ende. Wir stecken ja mittendrin. Nein, also es ist definitiv die 3 Monate. Das fand ich schon erstaunlich, dass man so schnell etwas auf die Beine stellen kann und einfach damit schon arbeiten kann. Und wir sind natürlich jetzt im Verlauf der Monate, hat sich das weiterentwickelt. Es sind mehr Bereiche drin, mehr Informationen. Wir haben an der einen oder anderen Optik nochmal was getan. Aber im Vergleich zu einem Projekt, wo man sich ein Ziel setzt und dann macht man eine lange Planung und dann sitzt man da ewig dran, bis man es dann mal go live gehen lassen kann, war das schon eine schöne Erfahrung, weil das eben so schnell greifbar war und man sofort das Ergebnis auch sehen konnte von dem, und das hat uns einfach einen guten Vorsprung verschafft, eben gewisse Dinge, die wir für andere Projekte und Themen brauchten, die Informationen dort auch zu hinterlegen und somit erste Schritte für die Kollegen zu ebnen, da auch reinzugucken, damit sie da halt auch was Nützliches finden. Genau. Ich glaube, erste Schritt ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt ja jetzt mittlerweile, wo das System auch angekommen ist, auch immer wieder Nutzerrückmeldungen, die dann in den Iterationen auch berücksichtigt werden können. Genau. Also das ist echt eine wertvolle Erfahrung, weil die Akzeptanz ist natürlich nicht so groß, wenn jemand sagt, ich hätte gern das und dann brauchen wir 6 bis 9 Monate vielleicht, um das umzusetzen. Das geht halt relativ zügig, wenn es jetzt nicht gar so komplexe Sachen sind. Und wir merken auch, je mehr Input wir da reinbringen können, wir haben jetzt die ersten Niederlassungsseiten konzipiert und an den Start gebracht, desto eher interessieren sich die Leute natürlich auch dafür, weil es Dinge sind, die sie betreffen und die sie für ihre Arbeit brauchen. Und wir jetzt eben auch Feedback kriegen, ich will da auch und kann man nicht noch hier und kann man nicht noch da. Und das ist natürlich schön, weil letzten Endes ist es keine zentrale Plattform, wo 3 Leute sitzen und täglich Informationen reinhackern, sondern es ist natürlich so, dass die Leute das auch zur Verfügung stellen müssen. Und das funktioniert ganz gut. Also das geht noch mehr, das ist noch ausbaufähig, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Genau, und auf den guten Weg hatten wir am Anfang nicht nur das Intranet-Thema gebracht, sondern natürlich parallel auch direkt ein weiteres, sehr großes Thema angegangen, nämlich das Thema Gesellschaftsakte. Frau Regel, vielleicht können Sie uns kurz sagen, worum es denn bei der Gesellschaftsakte geht und was dort so die Herausforderungen für uns alle zusammen waren. Die Gesellschaftsakte beinhaltet Informationen zu unseren Gesellschaften. Wir sind ein Konzern, der aus mehreren Gesellschaften besteht, und fast zu jedem Projekt existiert eine eigene Projektgesellschaft. Das heißt, wir haben hier zu tun mit Informationen wie Handelsregister, Vollmachten, Steueranmeldungen, Jahresabschlüsse zur jeweiligen Gesellschaft, und das sollte systematisiert auch abgelegt werden, wo Wiedererkennungswert drin ist. Und am Anfang hatten wir die Herausforderung, unseren Fachabteilungen etwas zu vermitteln über ein System, was sie noch nicht gekannt haben zu dem Zeitpunkt. Mit der Zeit haben sie das aber zu verstehen gelernt und haben auch eigene Ideen reingebracht, wie man in den vorhandenen Strukturen die Ordnerstrukturen mit abbilden kann. Und dadurch ist ein sehr schönes Werk entstanden eigentlich, wo das ganze Unternehmen mitarbeiten kann und sich intuitiv wiederfinden kann. Sie kamen bei den Gesellschaftsakten auch von einer Sortierung auf einem Filesystem. Können Sie im Vergleich zu damals den Mehrwert, der sich für den Nutzer ergibt, aus heutiger Sicht kurz beschreiben?
Ja, man kann sich so vorstellen, wenn jemand vorher in unser Unternehmen gekommen ist, der mit der Materie nichts zu tun hatte, der konnte sich durch die Ordner durchklicken, um am Ende einen leeren Ordner vorzufinden und hat nicht immer die Dateien gefunden, die er finden wollte. Jetzt ist die Struktur so gebaut, dass man wirklich intuitiv dahin geführt wird und thematisch so getrennt, dass man auch sehr einfach ohne eine Abholung tatsächlich selbstständig die Dateien finden kann, die Informationen finden kann. Seit Juli ist ein weiterer Baustein des Digital Workplace jetzt auch live gegangen, nämlich die Sponsoring-Akte, also ein Teil des der Marketingarbeit. Und die Sponsoring-Akte zeigt auch die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Stichwort Collaboration. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit gemacht bislang? Also wir haben uns schon auch schwer getan, zu Anfang diese andere Systematik umzusetzen, weil wir haben natürlich vorher auch in ganz normalen Ordnern und Dateien gedacht und das war schon eine Hürde. Wir haben tatsächlich 2 bis 3 Mal angesetzt, bevor Frau Regel uns so weit hatte, dass wir in die richtige Richtung gedacht haben. Aber es lohnt sich halt einmal systematisch diese Dinge aufzuarbeiten, weil das muss ich ja nicht täglich machen, sondern das lege ich einmal fest und dann habe ich es auch. Und wir merken jetzt eben, also wir sind nach wie vor noch dabei, die Altdaten da zu hinterlegen, arbeiten aber eben schon mit den neuen Daten rein. Aber wir merken jetzt, wie viel einfacher es ist, Dinge einfach zu finden, ja, Verträge, Fristen, Kosten, Leistungen, also das ist schon ein erheblicher Minderaufwand, den wir da haben. Und es ist ja auch nicht nur eine Person, die das bearbeitet, sondern das sind eben immer mehrere. Das heißt, man hat eine viel größere Durchlässigkeit, wenn jemand mal nicht verfügbar ist. Es basiert nicht alles auf, ich sag dir mal, wie es geht und wie ich es gemacht habe, sondern man kann es eben dann auch nachvollziehen. Und auch eben für die Geschäftsführung ist es natürlich deutlich transparenter, weil es ist eben abrufbar. Und das war vorher, es war vorher auch abrufbar, so ist es nicht. Aber wer sucht, der findet. Und wer nicht gefunden hat, der musste dann halt fragen. Und das ist deutlich besser als vorher, das muss ich schon sagen. Ja, man sieht, dass wir jetzt mit dem Intranet, der Sponsoring-Akte, der Gesellschaftsakte schon große Bausteine des Modern Workplace, also der Zusammenfassung all dieser Anwendungen auf einer Plattform, dieser M365 Expand-Plattform haben. Es geht ja aber noch weiter. Es gibt weitere Meilensteine auf unserer Roadmap, die Projektakte, Fahrzeugakte, nur um mal 2 zu nennen, zum Management des Fuhrparks. Wie gehen Sie generell vor, wenn Sie die Anforderungen der Fachbereiche hier aufnehmen, Frau Regel? Wir haben jetzt einen großen Vorteil, dass wir schon 2 Beispiele haben, anhand dessen wir ja auch immer zeigen können, so sieht die Ordnerstruktur aus und so sieht gleiche Struktur in einer E-Akte abgebildet aus. Und ab dem Moment können wir unsere Fachabteilung viel schneller abholen, dass sie selbst Ideen generieren, wie die Ordnerstruktur in die Aktenstruktur überführt werden kann. Wir bauen natürlich trotzdem Aktenpläne, um das zu dokumentieren und nachzuvollziehen, wie die Daten überführt werden sollten. Manchmal muss man diese auch migrieren, aber nichtsdestotrotz sind die Fachabteilungen jetzt viel schneller auf dem Level, dass sie nachvollziehen können, wie sieht das System aus und wie profitieren sie da raus. Und sie machen sehr gerne auch mit und sind begeistert. Also wenn ich noch was zur Projektakte sagen darf, ich glaube, das ist so die Kür des Ganzen, weil das ist eben unser Kerngeschäft und das ist das Komplexeste, was wir hier haben und wo eben auch die meisten Fachabteilungen ihren Input dazu geben müssen. Also bei der Sponsoring-Akte war es zum Beispiel relativ übersichtlich. Da waren wir halt im 1:1 Gespräch oder der Fuhrpark oder die Kfz-Akte, die haben das, glaube ich, auch relativ selbstständig gemacht. Aber die große Herausforderung bei der Projektakte ist eben, dass es ja für alle passen muss und jeder muss sich ja in dieser Akte wiederfinden. Deswegen, glaube ich, war es ein Schlaues, mit etwas kleineren Projekten anzufangen und sich erstmal mit dem Ganzen an sich vertraut zu machen, bevor man dann das große Rad schlägt und eben diese einführt. Und die ist ja jetzt auch seit 1.9. live. Seit 1.9. live, also ganz frisch. Und ich denke mal, da wird es auch noch das ein oder andere geben, was nachgezogen werden muss. Aber man merkt eben, es macht Sinn, aus den vorhergehenden Iterationen oder Projekten, wie man es nennen will, dass man da ableiten kann, okay, das hat sich bewährt, so kann man es machen und das können wir übertragen und eben auf etwas Größeres auch legen, was das ganze Unternehmen betrifft.
Wenn man im Bereich Digital oder Modern Workplace denkt, bedeutet es ja aber auch Veränderung in der Arbeitsweise. Wie gehen Sie das da an, die Nutzer auch mitzunehmen? Gibt es da besondere Hürden oder haben Sie besondere Erfahrungen, wie Sie da gut Ihre Nutzer mitnehmen? Wir nutzen dazu unser Medium Intranet in erster Linie. Es hat sich wirklich gezeigt, dass die Neuigkeiten, die dort gepostet werden, am Anfang haben sie nicht alle erreicht. Immer mehr hat es aber die Leute dazu motiviert, wirklich in Intranet regelmäßig reinzuschauen. Bei uns ist es so konzipiert, dass die Postings auf den Bereichsseiten direkt auf der Portalseite gezeigt werden und werden allen sichtbar, und die Postings aus den Teamseiten werden nur denen angezeigt, obwohl sie genauso auf der Portalseite eigentlich platziert sind, aber werden nur für die Personen sichtbar, die tatsächlich Zugriff auf diese Teams haben. Und das bedeutet, dass die Informationen zielgerecht platziert werden können und erreichen die Personen, die diese auch benötigen. Im Nachhinein versenden wir nach wie vor noch die Rundmails natürlich, damit als Ergänzung, damit das Übergang sich schleichender gestaltet und die Leute abgeholt werden, die jetzt noch nicht in Intranet arbeiten oder gewohnt sind zu arbeiten. Es gibt ja viele Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind, und so können wir auch die anderen abholen. Und darüber hinaus posten wir zu jeder Akte auch immer die neuen Anleitungen, die auf den Seiten platziert sind, und auch die Videotutorials, die in den kleinen Videos beschreiben, wie man mit der Akte umgehen kann, welche Daten man dort finden kann und wie arbeitet man damit im Prinzip. Ja, und ein Vorteil ist natürlich, es ist immer das gleiche Look and Feel. Ne? Also gucke ich mir die Gesellschaftsakte an, gucke ich mir die Projektakte an, gucke ich mir die Sponsoringakte an. Also ich muss nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen, weil ich da jetzt eine andere Anwendung habe und jetzt der Startbutton links oben statt rechts unten oder was auch immer. Das hilft schon, und die Leute werden natürlich auch versierter. Also ich kann mich an die Anfangszeit erinnern, wo wir sozusagen das ganze Paket hier eingeführt haben, also inklusive Teams und SharePoint und weiß ich nicht, was wir noch alles gemacht haben. Und es war schon sehr viel. Und ich habe das bei mir auch gemerkt, man war so ein bisschen überfordert, wo mache ich denn jetzt eigentlich was und wo lege ich was ab. Und ich finde, das hat sich gut sortiert, und dadurch, dass es eben dann am Ende doch immer sehr ähnlich ist und die Auffindbarkeit immer die gleiche ist, das macht eben auch Spaß, weil ich bin ja nicht dazu da, jetzt der beste Anwender von Software zu sein oder Oberflächen zu erkennen, sondern ich will ja eigentlich inhaltlich arbeiten. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass die Leute das auch sehen, aha, okay, neue Akte, aber ich weiß, so funktioniert es, weil es ja wie in der Akte, mit der ich sowieso schon arbeite. Das ist ein großer Vorteil. Genau. Es ist tatsächlich so, dass diese Werkzeuge sollen ja dazu beitragen, dass die Mitarbeiter effizienter arbeiten und ihre Zeit nicht darauf verlieren, irgendwelche Dateien in Tiefen eines Ordners zu finden, sondern sie wissen ganz genau, wo sie bestimmte Informationen finden. Und es ist intuitiv. Es ist auch Wiedererkennungswert dabei, so dass Sie davon ausgehen können, bin ich in Sponsoring-Akte, verhält sich die Oberfläche genauso wie in der Gesellschaftsakte, und das gleiche auch in der Projektakte. Und man muss bedenken, die Projektakte ist vom Umfang ungefähr 3-mal so groß wie die Gesellschaftsakte. Wir haben aber aufgrund unserer Erfahrungswerte die Hälfte der Entwicklungszeit dafür benötigt. Ja, ich glaube, das zahlt auf das Thema Lernkurve ein, Absolut. Was man hier deutlich erkennen kann. Wenn wir heute zurückblicken, wir haben insgesamt 44 Iterationen, Stand heute, in diesem Projekt umgesetzt. Sie, Frau Regel, war der Product Owner in diesem Zusammenspiel. Bei der Amexus, wir waren das Development Team. Rückblickend heute auf den Stand, den wir heute erreicht haben, was waren aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren dieses Vorgehensmodells? Ich glaube, dadurch, dass Expand Plugin sich so nativ in SharePoint einflechtet, ist es nachvollziehbar für diejenigen, die SharePoint schon kennen, eigentlich, wie arbeitet man damit, ohne extra geschult zu werden. Und wir hatten durch die kurzen Entwicklungsphasen sehr schnell erreichen können, dass die Leute auch hohe Akzeptanz geboten haben dafür, dass was entwickelt wurde, dass sie das nachvollziehen konnten und dass man auch, wie gesagt, auf dem gleichen Medium arbeitet und verbleibt. Ja. Von der Technik hat man ja bewusst auf bewährte Microsoft-Technologien gesetzt. Und auf die Ergänzung durch Expand. Auf der organisatorischen Ebene hat man ja bewusst dieses kurz getaktete, iterative Vorgehen gewählt,
um auch zeitnah Ergebnisse immer wieder überprüfen zu können. Gab es da besondere Punkte aus Ihrer Sicht, die erfolgreich oder auch weniger erfolgreich waren? Ja, ich glaube, wie in jedem Softwareprojekt braucht man eine Anlaufzeit, wo der Auftraggeber und der Softwareentwickler ein bisschen sich aufeinander spielen. Und durch diese kurze iterative Zeiten könnten wir wirklich das am besten machen. Sehr gut war der Einsatz von Azure DevOps, wo wir die ganze Anforderung abgebildet haben. Das heißt, wir konnten in den Phasen nach der Planning und dann Review auch prüfen, was umgesetzt wurde, was kann man noch nachbessern. Und so ist unser Team mit Ihrem Team zusammengewachsen, sehr eng zusammengewachsen. Und wir haben gemeinsames Know-how im Prinzip erarbeitet und auch Verständnis für die Dinge, für das System, was ja vorher natürlich nicht in dem Ausmaß gegeben war. Auf jeden Fall können wir haben auch viele Standardwerkzeuge erarbeitet, auf die wir uns jetzt stützen können und die wir in neuen Akten direkt einsetzen können. Frau Seeger, Sie sagten eben schon, die CG Elementum wächst und wächst und wächst. Das heißt, wir sind auch noch nicht am Ende. Frau Regel, was steht denn noch auf dem Plan für die Zukunft im Zusammenhang mit dem Digital Workplace bei der CG Elementum? Was Aktenplanung betrifft, haben wir noch einige kleine Akten, die später in die Projektakte verknüpft werden. Das ist zum Beispiel Bauakte, Marketingakte oder Hausverwaltungsakte. Darüber hinaus planen wir IT-Akten, Personalakte oder Vermögensakte, die vielleicht schon Ende September live gehen wird. Die ist sogar in der Umsetzung. Der Plan war im Prinzip, jeden einzelnen Ordner auf unserem File-Laufwerk, diese Ordner sind so ähnlich wie die Abteilung gestaltet gerade, nach und nach so abzulösen, dass wir dafür eine Akte jeweils bauen können. Und dann bräuchte man auch keine VPN-Verbindung, man könnte direkt auf der Seite auf die Daten zugreifen, vollkommen arbeitsplatzunabhängiges Arbeiten ermöglichen, dass man von jedem Gerät diese Seite aufrufen kann und in der Expand-Oberfläche praktisch seine Datenstruktur hat. Genau, ohne die Notwendigkeiten, wie man es früher hat, noch beide früher kennen, mit VPN-Verbindungen und so weiter. Genau. Ja, liebe Frau Seeger, liebe Frau Regel, vielen Dank für das Vertrauen in die Amexus Informationstechnik bis hierhin. Wir freuen uns weiterhin, den Weg zum Digital Workplace mit Ihnen zu gehen. Wir haben noch einige Meilensteine auf unserer Roadmap stehen. Machen wir weiter, schauen wir, wo wir dorthin kommen. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Und danke für Ihr Interesse.